Heute beschäftigen wir uns mit dem Fall in der Trompetenliteratur. Je nach Genre kann es öfter oder auch seltener vorkommen, doch wenn es auftaucht, sollte man wissen, wie man den genau ausführt. Man hat zum einen das durchgängige Glissando, das heißt, dort sind die Ventile angedrückt, nicht bis zur Hälfte, das wäre zu viel, nur angedrückt. Das muss man eben üben, damit man weiß, okay, meine Trompete die reagiert an dieser Stelle so und so. Manchmal, wenn man es zu weit nach unten drückt, ist das Rohr zu sehr verstopft oder die Töne rasten schon wieder an der einen oder anderen Position ein. Man braucht natürlich ein durchgängiges Glissando. Die zweite Möglichkeit ist, man drückt die Ventile, während man den Ton ganz aktiv nach unten zieht, durcheinander und hat damit einen ganz anderen Klangeffekt. Am besten stimmt ihr euch hier im Trompetenregister ab, dass ihr zum gleichen Zeitpunkt über die gleiche Strecke auf die gleiche Art und Weise diesen Fall ausführt. Wenn du jetzt zu Hause bist und übst, kannst du natürlich beide Möglichkeiten ausprobieren. Du solltest dich unbedingt damit beschäftigen, dass wenn es auftaucht, dass du es auch souverän spielen kannst. Also wir starten mit dem wild durcheinander gedrückten Ventilen. Das ist die einfachste. Denk immer dran, du musst aktiv dranbleiben, die Luft nach vorne führen, damit der Fall über die ganze Strecke auch immer klanglich präsent ist. Und dann lässt du den Ton aktiv nach unten fallen. Je nachdem, wie es eben in der Literatur steht, schneller oder eben langsamer. Manchmal ist auch ganz klar definiert über einen ganzen Takt und als Zielton hast du dann zum Beispiel das C1, wenn du beim C3 gestartet bist. Manchmal ist aber auch nur ein Zeichen drin, das heißt, da bist du frei, das heißt, du sollst den Ton mit dem Voll spielen. Jetzt gehen wir zum Glissando. Das ist die schwerere Ausführung, weil es immer darauf ankommt, dass der Ton gleichmäßig durchgeht. Eine Sache noch vorneweg, du verstopfst oder verengst deine Ventile, indem du die Ventile ja nicht ganz nach unten drückst. Das heißt, der Luftdurchlass wird enger, wird geringer. Der Klang ändert sich. Drückst du ganz nach unten, ist es fast ganz verstopft. Das heißt, da unbedingt mal ausjustieren, was ist für dich klanglich noch in Ordnung und wie geht das Glissando durch. Denk immer dran, du musst das Ganze aktiv gestalten. Das heißt, du musst etwas mehr an Sachen Luft geben und aktiv den Ton nach unten fallen lassen, beziehungsweise nach unten biegen, damit eben klanglich immer alles präsent ist. Los geht's. Und dann gehen wir eben nach unten, je nachdem, wo man eben rauskommen will, beziehungsweise man verschwindet eventuell sogar im Diminuendo und ein anderes Register übernimmt dann zum Beispiel den Part und spielt dann eben zum Beispiel die Saxophon-Section, übernimmt dann und spielt zum Beispiel das Stück dann weiter. Wenn du das übst, denk immer dran, man spielt den Ton und dann geht man in die Bewegung. Das heißt, man hat nicht gleich irgend sowas oder sowas, sondern man hat erst den Ton offen bei der Trompete und geht dann in die Bewegung. Das heißt, erst ist der Ton da, er klingt auch und dann geht's rein. Und dann ziehe ich eben durch. Wenn du es zu Hause übst, denk immer dran, das Ganze erstmal etwas langsamer zu machen, damit du eben wirklich die ganze Strecke empfinden kannst und nachvollziehen kannst, was zu welchem Zeitpunkt passiert. Es gibt noch eine dritte Art und Weise, den Fall auszuführen und das ist dieses Anreißen. Short Fall nennt man das Ganze auch. Und zwar hast du zum Beispiel ein kleines Motiv. Na, da ist viel Energie und viel Lautstärke an und auf dem Ton und dann geht es eben nach unten. Das heißt, der Ton ist da und reißt nach unten. Bau! Das passiert natürlich schnell, damit der dementsprechende Klangeffekt natürlich rüberkommt. Üb's mal und testet es aus und wenn ihr es im Orchester, im Ensemble, in der Big Band habt, sprecht euch unbedingt im Kollegenkreis ab, damit ihr es alle eben identisch macht, denn das ist eine absolute Aufwertung von eurem Trompetenregister. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.